extra kurzes Fahrzeug vom Pöstl, und zwar der Pöstl Road Camp Air, der perfekte Alltagsbegleiter. Wir schauen ihn uns an. Mein Name ist Dominik vom Virtual Campsite mit einer Länge von gerade mal 5,41 Meter sowie einer Breite von 2,5 Meter und einer Höhe von 2,58 Meter ist er wirklich absolut alltagstauglich. Als Basisfahrzeug haben wir hier den Citroën Jumper. Und jetzt haltet es euch fest, mit 165 PS. Wir schauen jetzt aber erstmal hinein. Und was sofort natürlich auffällt, ist das Querbett. Das hat die Maße in der Länge von 1,96 Meter und in der Breite von 1,32 Meter. Wir öffnen gleich mal das Gasfach und haben hier Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Selbstverständlich mit einer Duo-Control. Unter dem Bett hat man tatsächlich reichlich Stauraummöglichkeiten und wenn man es hochklappt, kriegt man auf jeden Fall noch ein Fahrrad mit rein. Hier haben wir die Rückfahrkamera von Dometic. Eine 2-Linsen-Rückfahrkamera ist es. Wir machen einfach mal zu, gehen nach vorne, schauen ihn uns genauer an. Wir sehen schon, er hat Rahmenfenster verbaut. Finde ich persönlich bei einem Kastenwagen wirklich am allerschönsten. Und die Farbe, die nennt sich Atenz Grau Metallic. Der Pöstl Road Camp Air verfügt auch hier wieder über eine automatische Zuziehhilfe, damit ihr in der Nacht am Campingplatz leise die Türen schließen könnt. Hier haben wir den Citroën Jumper, wie gesagt mit den 165 PS und einer 6-Gang Schaltgetriebe. Über dem Fahrer- und Beifahrersitz befindet sich eine kleine Ablagefläche. Sie ist jetzt nicht groß, aber ihr kriegt hier das Nötigste auf jeden Fall unter, sprich Warnweste, Warndreieck. Direkt daneben, sprich über der Dinette, habt ihr schon den ersten Hängeschrank. Das ist die Elegance-Ausführung von der Wohnwelt Marais. Die Halbdinette verfügt über die Möglichkeit, ein Zusatzbett hier anzubringen, einfach den Tisch herunterzulassen, in der untersten Schiene einhängen und ihr bekommt ein Querbett mit den Maßen von 1,80 Meter auf 70 cm. Auch hier gleich noch ein kleines Staufach, ideal um Schuhe zu verräumen. Unter der Sitzgruppe hat man auch hier wieder ein paar Stauraummöglichkeiten. Man sieht, es ist die Truma Kombi 4 verbaut. Die wichtigsten Daten werde ich euch jetzt dann noch mit einblenden, selbstverständlich. Hier das Rahmenfenster mit Moskitonetz. Die Bedienpaneele von Truma und Pöstl über der Schiebetür. Und wir schauen uns die Küchenzeile an. Eine relativ große Arbeitsfläche. Der Kühlschrank ist ein Kompressorkühlschrank von Dometic mit einem Fassungsvolumen von 100 Liter. Das Schöne ist, der Kühlschrank ist beidseitig zu öffnen, sprich wenn ihr draußen seid, könnt ihr ideal auch hier mal ans Gefrierfach gelangen und das Gefrierfach hat 8 Liter Volumen. Hier an der vorderen Seite haben wir nichts, da ist ja wie gesagt der Kühlschrank verbaut von Dometic, ein 2-Flammen-Gaskocher, integrierten Spülbecken. Finde ich persönlich genial. Einfach hier drüber wischen und ihr könnt den perfekt reinigen. Das mag ich besonders gerne. Also zum Saubermachen gibt es nichts Besseres. Auch hier 230 Volt Steckdose, ein Lichtschalter. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Besteckkasten an. Großzügig hier
ist halt ein Besteckkasten. Ja, was soll man großartig dazu noch sagen? Die Schubladen sind alle bis maximal 15 Kilo belastbar. Und hier unten nochmal ein etwas kleinerer Auszug. Ihr seht es, ich stehe auch schon in der Dusche. Und ich würde sagen, schauen wir uns als nächstes an. Hier haben wir noch den Gasblock. Die Höhe hier im Pöstl beträgt 1,90 Meter. Also für jeden, der etwas größer ist, könnte es doch ziemlich eng werden. Vor allem auch gerade beim Duschen. Aber dafür gibt es ja den Road Cruiser XL. Den verlinke ich euch hier nochmal. Habe selbstverständlich auch davon ein Video gemacht. Wir schauen uns jetzt mal das Raumbad an. Schieben es zur Seite und hier ist dein Raumbad mit einem phänomenalen, praktischen Klappwaschbecken. Ja, wie funktioniert das? Zeige ich euch. Und zwar macht man es jetzt hier unten auf. Schauen wir mal, dass wir es hinbekommen. Einhändig, alles eine Katastrophe. Aber jetzt, es funktioniert. Ich finde es super toll gelöst. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, euch die Hände zu waschen. Und auch hier kann man das wieder zum Duschen verwenden. Sprich, ihr habt nur einen Hahn, der zum Duschen und zum Händewaschen geeignet ist. Vor allem genial ist hier dieses Seitenfenster. Sprich, ihr macht das Seitenfenster auf und habt eine Außendusche. Um den Schlauch zurückzuführen, würde ich euch tatsächlich 2 Hände empfehlen. Mit einer Hand ist es tatsächlich nicht so einfach. Wir klappen jetzt das Klappwaschbecken wieder nach oben, arretieren es. Auch hier noch ein kleiner Hängeschrank, der doch recht tief ist. Ihr habt hier auf jeden Fall außerordentlich viel Stauraum im Bad. Auch eine Tedford Kassettentoilette. Schau mal rein. Die ist, ja, wie es so halt aussieht. Nein, natürlich ist da nichts drin. So, dann machen wir hier, wie gesagt, hier ist die Küche. Ihr erinnert euch, machen wir zu. Also ich habe, wie gesagt, 1,88 und ich stoße am Kopf an. Sollte jetzt hier 1,88 Meter sein, würde ich es euch jetzt so nicht empfehlen. Außer ihr zieht es natürlich den Kopf ein. Hier befindet sich der Duschvorhang, damit nicht alles nass wird. So, jetzt bin ich komplett eingesperrt. Ich drehe mich einmal rum, dass ihr ungefähr ein Gefühl dafür habt. Ist natürlich wirklich schwierig, das hier auf der Kamera rüber zu bringen. Hier unten ist ein Halter und dann wird es hier eingeklemmt. So, das ist fest. Dann machen wir auch gleich hier auf der anderen Seite wieder auf, damit ich euch natürlich auch noch mehr zeigen kann. Hier die wichtigsten Details im Überblick. Könnt ihr natürlich gerne kurz Pause machen, um euch das in Ruhe durchzulesen. Wie gesagt, das Querbett hat ja die Breite von 1,32 Meter, allerdings nur auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite ist die Breite 1,17 Meter. Wir haben hier ein Schiebefenster. Genial, sieht man sehr selten mittlerweile, mit einer Faltverdunkelung und natürlich auch mit Moskitonetz. Ich persönlich mag es, wenn einfach viel Tageslicht reinkommt. Wir haben hier die E-Schiene vom Pöstl. Hier könnt ihr wunderbar euer Licht so einstellen, wie ihr es gerne hättet und einfach verstellen. Dazu gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit, eine USB-Steckdose hier anzubringen. Habe ich neulich schon mal gesehen in einem anderen Wohnmobil. Auch hier gibt es diese Möglichkeit. Hängeschränke, die sind absolut ausreichend bei einem Kastenwagen von einer Länge von 5,41 Meter. Das muss man sagen,
Ich persönlich finde den Pöstl phänomenal. Pöstl baut wirklich schöne Fahrzeuge. Ich kann nichts anderes sagen. Bis jetzt war ich noch in keinem Pöstl drin, wo ich gesagt habe, bäh. Also geil. Ich finde sie wirklich, wirklich toll. Auch hier nochmal zweimal USB, zweimal USB und einmal 230 Volt Steckdose. Ihr könnt auch euer E-Bike, welches ihr vielleicht mitnimmt, hier hinten laden. Das sind die Auflagen für das Querbett vorne an der Halbdinette. Das war's auch schon wieder mit dem Video hier vom Road Camp Air. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut euch das nächste Video an von dem nächsten Pöstl oder gar vom nächsten Campingplatz. Macht's es gut, ciao, euer Dominik.